Hallo! Ich hab Luffy mit dabei. Hört ihr sie gut? Hallo, klingt gut? Oder zerstöre ich eure Ohren? Hi! Was machen wir heute, Frau Luni? Ich wünschte, ich hätte eine schöne, smarte Brille, aber die habe ich... Oh, meine Smart-Brille auspacken, das ist eine gute Idee. Ich bin perfekt vorbereitet jetzt. Perfekt! Let's go! Okay, Oh! Luffy hat ihre smarte Brille an. Das heißt, es kann jetzt losgehen. Und zwar machen wir heute ein Glitzereffekte. Yeah! Wir fangen mit der 6. Klasse an. Kann man auch mit Erster anfangen? Nope. Ich habe heute ein paar Fächer vorbereitet. Du weißt aber, glaube ich, noch nicht ganz, was drankommen wird. Ja. Marie Antoinette. Weiß ich nicht. Hast du Angst vor Marie Antoinette? Nee, also jetzt weiß ich alles über sie. Ich habe nach dem Stream erstmal gegoogelt. Hast du wirklich? Luffy, ich habe gerade eben deine Twitter-Beschreibung gelesen und da steht M Smart Unicorn. Willst du dich nicht mal vorstellen? Hi zusammen, ich bin Luffy von der Motiv Englische Bronze. Ich kann kein Deutsch. Und ich bin sehr schlaues Einhornwolf-Teil und ich werde heute die 6. Klasse hoffentlich endlich abschließen. Und vielleicht schaffe ich sogar endlich meinen Realschulabschluss und vielleicht schaffen wir sogar Abitur. Wow! Yeah! Let's go! Ich kann dir jetzt schon sagen, wir sind die ganze Zeit im Gymnasium. Kann ich nicht mit Realschule anfangen? Nope. Was ist denn das Fach, wovor du am meisten Angst hast? Mathe wahrscheinlich. Mathe? Ich bin nicht so gut in Mathe. Okay, und was ist dein Lieblingsfach? Englisch. Murder is okay. It helps you make friends. Oh, das habe ich nicht mit drin. Kein Englisch. Gibt's Kunst? Nein, Deutsch? nein. Das sind die einzigen 3 Fächer, die ich kann. Die haben mich durchs Abitur gecarried. Gibt's Politik? Nein. Was zur Hölle? Gibt's Biologie? Nein. Aha, ich bin freiwillig hier. Okay, dann würde ich sagen, back to school mit Physik. Wir wechseln uns ab mit dem Vorlesen. Das Okay. heißt, du fängst erstmal an. Der Übergang von flüssig nach fest heißt erstarren, verdampfen, schmelzen, kondensieren. Ja, erstarren, oder? Erstarren, ja. Ja, Würde ich auch sagen. das andere macht irgendwie keinen Sinn. Ne? Verdammt, Nee. Dampf ist nicht fest, schmelzen ist nicht fest und kondensieren. Ich weiß nicht, was kondensieren ist. Ich kenne nur Kondensmilch. Also, das ist aber auch nicht fest. Kondensieren ist fast wie verdampfen, aber nur das, was übrig bleibt, glaube ich. Das ist Stern, oder? Yes! Ja, Richtig! Let's go! Weiter geht's mit der nächsten Let's Frage. go. Welches ist eine Maßeinheit der Temperatur? Cäsar, Celsius, Zentimeter oder lauwarm? Lauwarm! Es ist gerade 15 lauwarm draußen. 15 lauwarm. 15 lauwarm. Hm? Also Cäsar ist auch lecker, ne? Lecker. Was meinst du, Gibt's nicht Cäsar-Sandwich irgendwie? my girl? Du Das denkst bei Sandwich? Cäsar als erstes an Essen? Ja. Nein. Hallo? Luni? Weißt du sonst so, was Cäsar ist? Oder? Das ist doch so ein Geschichtstyp, oder? Sag's mir genauer. Papst? Luffy, bitte sag mir, du weißt, wer Cäsar ist. Komm, bitte. Ich meine, weißt du, warum dein McDonalds-Burger McDonalds-Burger heißt? Wer McDonalds ist? Nee, oder? Kennst du dieses Wort Rom? Ja. Der Papst von Rom? Der König von Rom. Kaiser war das, glaube ich, damals. Kaiser Cäsar. Ja, sag ich doch. Machen wir weiter. Wenn du die Temperatur eines Körpers messen willst, muss die ganze Kontakt mit dem Körper haben. Da ist eine Kugel drin. Ja. Ist das nicht dieses Ding, was du da in deinen Hintern steckst zum Beispiel? Das ganz unten dran? Analperlen. What? Nein! Die Thermometerkugel! Bei Kindern macht man das. Da steckt man Thermometer in den Hintern. Oder bei Tieren. Ja, okay, aber wieso ist da eine Kugel dran? Weil das die Thermometermesskugel ist, oder nicht? Oh, das ist eine Kugel? Ja, ich glaube, weiß nicht. Dann ist es die Kugel safe. Richtig! Ja. Let's go! Okay, aber würdest du mit mir duschen? Natürlich. Wieso haben wir das noch nicht gemacht? Weil du immer beschäftigt bist. Du bleibst es auf mich? Okay, Leute, es geht weiter. Luffy Censorship! Es geht Luffy weiter. Censorship! Oh. Hi. Bisher wollte niemand mit mir duschen. Es liegt wahrscheinlich eher daran, dass du nicht duscht, aber... Wir machen weiter mit Frau Meier und Herr Sturm hier. Also wenn im Winter jetzt deine Hände kalt sind und du danach dir mit kaltem Wasser die Hände wäschst, dann fühlt sich das warm an. Ich weiß nicht, ob kalt duschen dafür schon ausreicht, dass es warm wirkt. Kennst du das nicht? Nee. Du wäschst dir die Hände auch nicht. Och Mann!
Ich dachte eigentlich, du bringst mir heute Sachen bei, aber vielleicht ist es doch anders. Jetzt ist sie aber ein bisschen übermutig, ne? Du hast letztens gesagt, von Hochmut fällt man oder so. Hochmut kommt vor dem Fall. Ja, siehst du. Welches ist eine Maßeinheit der Temperatur? Meter, Ampere, Kelvin, kalt? Keine der Antworten ist richtig. Keine, würde ich auch sagen. Was? Meinst du das echt? Ist Kelvin eine... Oh nein. Fahrenheit ist auf Englisch. Es gibt noch eine. Kelvin oder wie? Ja. Ich dachte, Okay, das ich wäre ein vertraue Witz. dir. Ja, es war ein Witz. Haha, war lustig, oder? Ein Tankwart füllt seinen Heizölwagen ganz voll. Siehst du darin ein Problem? Ja. Weil Also, das dehnt sich aus. Genau, und dann wird's mehr und dann macht's Bumm. Boom. Wie Luni, wenn sie duscht. Oh, wir sind durch. Haben wir bestanden? Dein Lernstand. Drumroll. 1,2. Der Durchschnitt ist 2,7. Echt? Das scheint anscheinend wirklich Sechsklässler zu machen, wa? Dann machen wir doch mal weiter mit Timmy. Bei welcher Temperatur wird Eis zu Wasser? 100 Grad, 0 Grad, 99 Grad, minus 1 Grad. Ist das Fahrenheit? Nee. Aber friert die Straße bei 0 Grad? 0 ist für mich im Winter immer noch recht warm. Oh mein Gott, bei welcher Temperatur wird Eis zu Wasser? Okay, bei welchem Temperatur schmilzt es? Ja, auch -1, oder? Was? Ordne richtig zu. Giftig. Das kriege ich hin, warte. Hallo? Nennst du mich toxic? So ist gut, oder? Was zur Hölle? Wenn auf dem Behälter eines Stoffes steht, giftig bei Verschlucken, ist das ein Verarbeitungshinweis? Ist das ein H-Satz? Ist das ein P-Satz? Gilt das nur für Kinder? Was ist ein P-Satz? pH. Jetzt müssen wir halt wissen, ob P Säure ist oder alkalisch irgendwie. Direkt auch wieder falsch, Digga. Was hat denn pH damit zu tun? Weiß ich nicht. Wofür steht ein pH? Okay. Nein, Ja, nein, nein, das ist falsch. Oh, okay. Unser Lernstand ist... Okay, ich sag dir erst, was der Durchschnitt ist, okay? Und du sagst, ob wir drunter oder drüber sind. Der Durchschnitt liegt bei 2,9. Dann sage ich, wir sind 2,5. Wir sind bei 2,8. Über dem Durchschnitt? Jetzt wird's interessant. Geschichte 8. Klasse. 8. Klasse. Ich hatte keinen Geschichtsunterricht, ich hatte Gesellschaftslehre. Okay, wenn die Marie Antoinette fragen, bin ich... Ach, du Wann floh Ludwig, ich kann nicht bei den Zahlen, wann floh Ludwig der 16. aus Paris und wohin wollte er? Scheiße, es fängt wieder an. Aber guck mal, stell dir immer mal vor. Das ist ja alles die gleiche Familie, ne? Das heißt, die haben immer wieder ihr Kind Ludwig genannt. Haben die keine Nachnamen? Ja, der 14. Ist da nicht vielleicht Ludwig der Nachname? Nö. Richtig oder falsch? Die politische und rechtliche Stellung der Frauen verbesserte sich zu Beginn der Französischen Revolution. Nö, kann mir das nicht vorstellen. Weißt du, was noch bei dieser Französischen Revolution war? Unsere Lieblingsdame. Ja, aber die wurde ja hingerichtet, oder nicht? Aber vielleicht war das ja so ein Statement. Vielleicht hat sie ja so ein Statement gemacht. Ich glaube nicht, dass es sich verbessert hat, aber ich glaube, sie haben gekämpft. Nee. Was? Ja, sie durften dann bestimmt auch mal Einkaufen. rausgehen oder so aus ihrem Keller. Geil. Keine Ahnung. Welche Staatsform nahm Frankreich im Juli 1793 an? Merkantilis, Merkel. Ja, das hab ich doch gedacht. Okay, also. Yay. Das heißt, wir haben Geschichte durch, wir haben Chemie durch und wir haben Physik durch. Wir sind auch sehr gut in der Zeit tatsächlich. Das heißt, theoretisch haben wir noch ein extrem schweres Fach. Schwer. Ich fühle mich gut. Wir waren so gut abgeschnitten. Um welches Fach handelt es sich? Mathe. Wallah, Krise. Möchtest du aber noch die Note von unserem letzten Quiz wissen? Durchschnitt ist 2,9 bei anderen. Und wir hatten... Easy 2, 3, oder? 2,5! Chat, ich hafte hier für gar nichts. Dann fangen wir mal an. Ach du Schneid! Jedes Rechteck. Geometrie! Ja. Was denkst du, was werden wir für eine Endnote haben? 2,7 kriegen wir hin. Okay, dann sag ich 3,5. Das ist so wenig Vertrauen in uns. Nachsitzen! Oh, Bei mit mir. dir? Nein. Oh, wie schrecklich. Bitte nicht. Oh nein. 2 Stunden nach dem Unterricht. Nur wir beide. Sonst ist niemand da. Okay? Abgemacht. Okay. Nach dem Unterricht. Ah, guck mal, das ist dein Horn. Wenn man 2 Spielwürfel wirft, gibt es 11 mögliche Augensummen. Daher hat jede Augensumme eine Wahrscheinlichkeit von 1/11 geworfen zu werden. Ja. Ja klar. Wenn du Okay. 11... Was? Warum? Okay, das ist 3x hoch 6. Was? Du hast noch nicht mal vorgelesen. Das letzte? Ja, das letzte. Okay, das ist krass. Ach du Kacke.
Das muss ich können. Das muss ich in einem Monat wieder können, sowas. Warte mal. Das müsste a hoch minus 1/64 sein. A hoch minus 64, ich glaube ja. Okay. Ja! Oh! So, Strong. genau so. Oha! Ach, scheiße, Mann. Ich weiß es doch nicht mehr. Warte mal. 8 mal 4 sind wie viel? Es sind 32. Nein, das meinte ich nicht. Ich meine 8 mal 4 sind 32. Oh, okay, jetzt machen wir noch ein letztes. Ein super easy Ja. peasy lemon Was hatten squeezy Quiz. was hatten wir jetzt hier? Dein Lernstand. Note 3,2. Was hab ich gesagt? 2,7? Du hast 3,5 gesagt. Also Ja. goldene Mitte eigentlich, ne? Yeah, voll gut. Dann kommen wir jetzt zu deinem Lieblingsfach, Biologie. Wir werden was sehr Interessantes haben als Sexualkunde? Thema. Alles Let's nur go. educational, okay? Wir wollen lernen, wir wollen unser Schulwissen testen und es geht Ja. um Sexualkunde. Let's go. Welche Klasse? 6. tatsächlich. Es war nur die einzige Klasse, die das hat. Ja, stimmt, man lernt das nur einmal in der 6. und dann nie wieder. Ne? Dann- Deswegen ja, haben genau. so viele keinen Plan. Ja, genau. Eine, oder? Ja, doch, ein Baby. Ja, okay. Okay, Das wäre peinlich gewesen, wenn wir das nicht gewusst hätten. Hey, So lange Chat, können wisst ihr das? Spermien überleben. Spermien können sehr lange überleben. Okay, also 45 Tage, ja. 45. Ich weiß auch gar nicht, wie werden Spermien überhaupt produziert? Die kommen ja raus, wenn man halt, ne? Aber wenn man nicht, ne? Was passiert denn dann damit? Ich Also glaube, find, das ist dann, was morgens bei den Männern so rauskommt, wenn die so... Und dann kommt Aber ja kommt immer was raus. Ach so, es kommt von alleine. Also Es müssen kommt die ja raus. sozusagen. Es also kommt müssen immer die ja raus, wird sozusagen das machen. rausgequetscht. Jetzt müssen sie das machen, weil sonst... Das kommt einfach so raus. Einfach so. Aber das ist halt nicht viel. Wirklich. Ich glaube zumindest morgen. Und dann liegen die halt so und haben ihre Morgen... Und dann machen sie, glaube ich, immer so mit so Tropfeln so. Wozu sind die Eier eigentlich da? Werden da die Spermien Nein. gespeichert? Nee. Oder? Siehst du, deswegen brauchen wir Sexualkunde mehr als nur in einem Jahr. So, also sagen wir 45 Tage, ja. Überzeugt von dir selbst. Ja, oh ja, die können voll lange überleben. Manchmal werden eineigige Zwillinge geboren. Das geschieht, wenn. Wenn es zweieigig ist, wären es doch zwei, oder? Und eineigig Oder ist es nicht eine Zelle. 2, B? Nee, die Zellen teilen sich doch immer. Was? Das passiert doch bei, wenn eine Eizelle befruchtet wird, teilt sie sich erst in 2, dann in 4, dann in 8, dann in 16. Okay, dann nehme ich 1. Ja, müsste es sein. Was? No way! Was? Gummihaut, die über das... Gummihaut. Die über das steife... Langsamer und tiefere Stimme, bitte. Gummihaut, die über das steife Glied gestreift wird. Sie verhindert, dass Spermien in die Gebärmutter gelangen. Sie schützt vor Geschlechtskrankheiten und AIDS. Ich glaube, hab das ist die ADHS Sterilisation. gelesen. ADHS ist keine Geschlechtskrankheit, Luni. Hast du schon mal ein Kondom in der Hand gehabt? Ja. Hast du auch schon mal ein Kondom unter Wasser aufgefüllt? Ja, das habe ich. In der Pubertät beginnt bei Jungen der Penis zu wachsen. Richtig. Weißt du aus First Hand oder wie? Oh, weiß ich nicht. Wusstest du das etwa damals mit deinen 12 Jahren? Ja, ich dachte jetzt irgendwie, dass, keine Ahnung, dass die mit der Länge geboren sind. Also, ich habe meine Geschwister, die habe ich gewickelt. Okay, da kam jetzt kein 17-Inch-Ding, ja? Nein, okay, mit dem Hodenwachstum beginnt bei Jungen in der Pubertät die Samenerzeugung. Ach, das ist noch gar nicht, wenn die jung sind. Anscheinend nicht, ne? Also wachsen die doch in den Hoden. Hoden sind die Eier. Nein. Doch, was sind sonst die Eier? Du hast den Hoden, das ist das große Ding. Und dann hast du diese Eier da drin. Das sind so Nein? zwei. Das Nein, sind so, die Bälle sind der Hoden. Also es sind der Hoden. Also Der, es ist der der Hoden Penis an sich. ist nicht der Hoden. Der Hodensack ist das, was ich meine. Oh mein Ach so. Gott. Jessie hat mir gerade einfach ein Bild von... Warte, ich schick dir das. Von seinem Hoden? Was? Nein! Einfach so? Nein! Ah, okay, ja, okay. Die Eier Siehst du, sind der der Hoden. Ja, es sind doch die Eier, habe ich doch gesagt. Ich habe gedacht, das hier, das Große, ist der Hoden. Und das da drin sind Eier, habe ich gedacht. Aber das Große ist der Hodensack. Ja. Und das da drin sind die Hoden. Ist das dahinter das Ding, das Innere vom Arsch? Oder was ist das? Ach, das ist der Darm. Warum ist der Darm im Hintern? Ja, wo ist denn dein Arsch, Laffy? Wo ist denn dein Arsch? Ja, am Hintern. Ja, oh. Aber das ist doch nicht der Darm. Ach so, da kommt ja der... Ah. Bezeichnung für die Leibesfrucht nach Abschluss der Organentwicklung. Es ist die Zeit des Wachstums und der Vervollkommnung der Organe. Orgasmus! Hormon. Wie heißt das männliche Geschlechtsorgan, bei dem Hahn und Sperma zu unterschiedlichen Zeiten Ja! austreten können? Oh. Dickdarm, Hahn, Spermaröhre, Hypophyse, Bastuba. Ihr habt einfach Ach so. einen Bass in eurem Körper. Ein Das Penis, ist oder? sick. Bitch, ich von nem Nice. Damn.
Ja. Okay, wir sind durch. Okay, was ist denn der Durchschnitt? Oh. Also Sexualkunde ist ein bisschen gedroppt. Der Durchschnitt allgemein ist 3,0. Was? Unser Durchschnitt 2,0. Ey! Das war Wer hätte ganz gedacht, dass gut. Physik am besten wird bei uns? Was ist denn unser gesamter Durchschnitt? Warte, ich muss den Stimmt. kurz ausrechnen. 1, 2, Rechnen. 3, 4 Fächer. Oh, das ist doch gut Gesamter genug. Notendurchschnitt war 2,4, Chat. Dafür einmal einen fetten Actually der gleiche Durchschnitt, wie ich in der Uni habe. Nächstes Mal Fahrschulquiz. Kann man das machen? Hast du einen Führerschein? Ja. Kann man sowas online machen? Das Spaß auch so wie hier? Hast du einen Führerschein? Ja, ich habe einen Führerschein. Ich glaube, ich habe da was im Kopf. Okay. Ja. Nice, dann haben wir Nice. das für heute auf jeden Fall geschafft. Chat, wie fandet ihr es? Ich glaube, wir müssen mal ein Chat versus Streamer machen Aber beim wirklich? Schulquiz. Ich glaube, das organisiere ich uns mal. Und dann Ja, gucken bitte. wir, ob Chat wirklich schlauer ist als wir oder nicht. Bist du müde? Hast du Hunger? Wollen wir beenden? Yes. Essenszeit. Bye, YouTube! Bye,